Conversion-Rate beschreibt, wie viele Besucher einer Website oder eines Webshops eben eine gewünschte Aktion durchführt. Ein Beispiel, wie viele Besucher auf deinem Webshop kaufen am Ende des Tages Produkte. In diesem Video zeige ich dir 12 Maßnahmen, wie du sofort mehr Umsatz mit deinem Webshop erzeugst. Wer hier neu ist, mein Name ist Sebastian Prohaska von der Firma Ithelps. Auf diesem YouTube-Channel geht es um die Themen E-Commerce, Suchmaschinenoptimierung, Google AdWords und vieles mehr. Conversion-Optimierung macht ab 500 bis 1000 Besucher pro Monat Sinn. Warum nicht darunter? Die durchschnittliche Conversion-Rate liegt zwischen 0,5% und 5%. Hätten wir 100 Besucher im Monat auf deinem Webshop, dann hättest du eine halbe bis 5 Bestellungen im Monat. Das ist natürlich nicht viel, von dem man nicht leben kann. Deswegen braucht man eine gewisse Grundsubstanz, um auch Tendenzen zu erkennen und Optimierungen überhaupt messen zu können. Also solltest du darunter sein, empfehle ich dir auf jeden Fall, dich zuerst mit dem Thema Traffic auseinanderzusetzen und erst dann mit dem Thema Conversion-Optimierung. Bei der Conversion Rate oder Optimierung muss man auch mehrere Dinge beachten. Es sind ein paar Elemente, die die grundsätzliche Kaufbereitschaft von den Leuten da draußen beeinflusst. Ich sage dir 3 Beispiele, die ich sehr, sehr wichtig finde. Wie bekannt ist die Marke von dir als Person oder von deinem Webshop? Welche Online-Marketing-Kanäle werden genutzt und welches Versprechen wird dort gemacht? Und das 3. ist, hat der Website-Besucher schon einmal oder Webshop-Besucher schon einmal in deinem Webshop gekauft? Ich sage dir 2 Beispiele, die sehr unterschiedlich sind. Beispiel 1, der offizielle Nike Online-Shop schickt an alle Bestandskunden, das heißt die schon einmal gekauft haben, eine minus 20% Rabattaktion raus. Beispiel 2, der Herr Mustermann hat einen Online-Shop seit einem Tag am Markt und versucht Kunden über Facebook Werbung zu generieren. Die Conversion-Rate wird in Beispiel 1 höher sein, weil eben diese Kriterien, Nike kenne ich, vertraue ich habe dort schon mal gekauft, das heißt, ich bin dort Fan und das Werbemittel liefert mir ein gewisses Versprechen, das es auch erfüllt. Minus 20% Rabatt und die bekomme ich dann auch. Das 2. wichtige Thema ist, dass die Leute meist mehrere Touchpoints brauchen, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Das ist vor allem bei neuen Marken und bei neuen Produkten oder Produktarten natürlich noch wichtiger. Ein Beispiel. Rocker Nutrition ist ein Hersteller in Deutschland, Berlin, für veganes Proteinpulver. Und ich habe das schon mal vor 12 Monaten gekauft, wollte wieder bestellen, habe mir an einem Abend bin ich vom Computer gesessen, bin in den Shop gegangen, das heißt, ich bin direkter Traffic, weil ich den URL eingegeben habe, habe meine Ware in den Warenkorb gelegt, aber aus irgendeinem Grund, ich kann euch leider nicht mehr sagen, warum, habe ich den Kauf abgebrochen oder pausiert. Ich habe mir gedacht, ich warte noch kurz, ich bestelle später. Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Am nächsten Tag sitze ich im Wartezimmer eines Arztes und habe auf Facebook herumgescrollt. Plötzlich ist die Werbung von Rocker Nutrition da mit einer Aktion, mit einem Rabattcode. Ich klicke drauf und habe direkt am Handy dann gekauft. Was kannst du jetzt herausnehmen oder lernen? Auf der einen Seite, ich habe beim ersten Mal, also beim Computer, war ich ein Besucher, der nicht gekauft hat. Conversion-Rate ist natürlich schlecht, obwohl ich sogar Bestandskunde war. Am nächsten Tag mit der Facebook-Werbung habe ich sehr gut reagiert. Das heißt, Team, weiß ich nicht, Direct Traffic hat sich gar nicht gefreut und Team Facebook hat sich total gefreut, weil ein Besucher, eine Conversion, tolle Arbeit, Facebook-Werbungsteam. Aber das ist nicht der Fall, weil hätte ich nicht die Marke schon gekannt, hätte ich nicht schon mal gekauft, wäre ich nicht am Vortag am Computer gesessen, hätte ich damals gekauft, hätte ich auf die Facebook-Werbung nicht reagiert. Hätte ich Rocker Nutrition noch nicht gekannt, hätte ich die Facebook-Werbung aber vermutlich noch gar nicht gesehen. Und Tracken wäre nicht möglich gewesen in dem Beispiel, weil ich ja das eine war mein Handy, das andere war mein Computer, nicht eingeloggt und so weiter. Das heißt, ich war wie 2 Website-Besucher, aber eigentlich ist es nur eine Person, die dahinter steckt. Also man braucht eine gewisse Anzahl an Touchpoints, dass ein Kunde einfach am Ende des Tages in deinem Webshop verkauft. Wenn dir bis jetzt das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und freue mich, wenn du unseren YouTube-Channel abonnierst, damit du keine weiteren spannenden Videos mehr verpasst. Jetzt kommen wir aber zu diesen 12 Maßnahmen, die ich dir versprochen habe, um mehr zu verkaufen am Ende des Tages. Tipp Nummer 1, beobachte gut funktionierende Webshops in deiner Nische oder auch nischenfremde Personen, die einfach viel Umsatz machen. Bei Branchenmitbewerber könntest du dir anschauen, was haben die für Preise, was kommunizieren die für Alleinstellungsmerkmale oder USPs auch genannt, wie viel Produktvielfalt haben die.
und versuch dadurch einfach so deinen eigenen USB ein bisschen herauszudingen. Das heißt, der fremde Mensch, der surft 3 Shops an und entscheidet sich am Ende des Tages für eines. Und zwar dort, wo er den größten Vorteil für sich sieht. Und das ist nicht immer der Preis, meist sogar gar nicht. Aber was ist es bei dir? Warum sollte er bei dir kaufen? Step 2 ist eben sehr erfolgreiche Shops anzuschauen und diese zu analysieren. Wir haben einen Blogartikel geschrieben, Shopify Shops, wo du die 50 erfolgreichsten Shopify Shops aufgelistet hast nach Kategorien und warum sie erfolgreich sind, ist hier eingeblendet bzw. in der Beschreibung darunter. Analysiere diese Shops und schau dir einfach an, was für Learnings du dadurch umsetzen kannst. Tipp Nummer 2 ist, schau dir einen Online-Shop an, als wärst du ein Fremder oder noch besser, frage andere Personen, die mit deinem Thema vielleicht nicht so viel zu tun haben und teste die. Lass die auf deinen Webshop los und stell denen 4 Fragen. Am besten ist wirklich, du setzt die neben dir hin, machst deinen Online-Shop auf, setzt einen Timer 30 Sekunden und diese Person soll einfach die Webseite oder den Webshop surfen und laut reden beim Denken. Und 4 Fragen stellst du danach. Nach den 30 Sekunden machst du den Webshop zu und stellst 4 Fragen. Was verkauft dieser Online-Shop? Vertraust du diesem Online-Shop und ist das seriös? Würdest du dort kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und wie unterscheidet sich dieser Online-Shop gegenüber anderen? Ich habe einmal als Feedback bekommen bei einem Kunden-Webshop. Die Kundin hat darauf bestanden, die Fotos selber zu machen. Und wir haben dann so einen externen Test gemacht und da kam raus, es war ein Online-Shop für Kinderkleidung und da kam raus, die Fotos schauen so aus, als würden keine Kinderkleidung verkauft werden, sondern Kinder. Das ist natürlich bitter und das erfährst du eben durch andere Tests. Machen wir ein Beispiel, schauen wir uns an, hellerson.at, wir kennen den Shop nicht, haben wir random rausgesucht und jetzt versuchen wir uns hier die 4 Fragen noch einmal zu stellen. Scroll einmal ein bisschen für euch durch, macht euch euer Bild. Gut, 4 Fragen. Was verkauft dieser Online-Shop? Okay, das ist, glaube ich, da gerade noch erkennbar. Vertraust du diesem Online-Shop bzw. ist der Anbieter seriös? Schwierig zu beurteilen, weil ich keine Punkte habe, um Seriosität zu erkennen. Ich habe keine Bewertungen, auf das alles werden wir noch eingehen. Aber derzeit könnte das auch ein jeder Webdesigner der Welt online stellen und in Wahrheit gar kein seriöses Business dahinter haben. Würde ich deswegen dort kaufen? Balkenschlösser. Ich habe mir das schon ein bisschen vorher angeschaut. Die kosten teilweise 500 €. Würde ich jetzt 500 € dort ausgeben beim Shop, den ich nicht kenne, ich kenne die Brand nicht, ich kriege da gewisse Dinge nicht? Ich würde sagen, nein. Warum nicht? Mir fehlt einfach Vertrauen, Abholen, Feedback, also einfach, ich habe keinen Support, mir fehlt es einfach an sehr, sehr vielen Dingen. Und wie unterscheidet sich jetzt dieser Shop, Sicherheitstechnik-Shop zu anderen? Keine Ahnung. Also habe ich überhaupt keine Idee. Oder es wird einfach nicht kommuniziert, warum soll ich dort kaufen und nirgends anders. Tipp Nummer 3, und das war das Learning von vorher, Vertrauen erwecken. Um Vertrauen aufzubauen, hast du eigentlich aus meiner Sicht 2 große Möglichkeiten. Auf der einen Seite kannst du eine Über-uns-Seite aufbauen. Und zwar, die Über-uns-Seite ist die zweitmeistgeklickteste Website oder URL auf einem Webshop, wenn sie zur Verfügung ist. Aus meiner Sicht ist die Über-uns-Seite auch so ein bisschen der Vorteil gegenüber großen Konzernen wie Amazon. Die können keine Über-uns-Seite haben, die können nicht menschliche Beziehungen aufbauen. Und das ist alles, wir Menschen lieben, von Menschen zu kaufen. Und deswegen hier BioBlume als Beispiel. Hier sehe ich, es ist ein sehr hochwertiger Bio, CBD, Öl und Hanfprodukte, also Lebensmittelhersteller, die ganz genau zeigen, wer sie sind. Sie verstecken sich nirgends, haben Fotos von sich und so weiter. Sind sehr, sehr transparent, erzählen von ihrer Geschichte, also sehr offen und transparent. Ein Pro-Tipp, was BioBlume nicht so gut umgesetzt hat, ist, ich würde was Persönliches dazu schreiben. Also bei 3 Kunden weiß ich es, haben wir Kunden gewonnen, weil wir das umgesetzt haben, diesen Tipp. Und zwar schreibt es was Persönliches über die Personen hin. Aber nicht in irgendeinem Standard-Blabla, sondern einfach, wo der potenzielle Webshop-Besucher irgendwie eine Beziehung aufbauen kann. Also ein Beispiel, wenn ihr im Ort Linz, in einer Stadt in Österreich geboren seid, und ihr würdet auf den Shop kommen und seht, der Geschäftsführer von BioBlume ist auch in Linz aufgewachsen, dann würdet ihr dort kaufen. Wenn ihr seht, ihr seid Hundefan und die Geschäftsführerin hat 3 Hunde, dann würde ich bei BioBlume kaufen. Das schafft eben eine Über-uns-Seite. Möglichkeit Nummer 2 ist Gütesiegel. Und eines der berühmtesten Gütesiegel ist sicher Trusted Shops im deutschsprachigen Bereich, weil man einfach
dieser Brand Trusted Shops vertraut. Die überprüfen ja auch den Webshop und ich habe einen Käuferschutz, wenn ich das möchte und solche Sachen. Hier ein Beispiel von Endres, ein Stromerzeuger. Und hier haben wir das Trusted Shop Siegel integriert. Ich sehe 4,79 Zufriedenheit von 5, 40 Bewertungen etwa. Alles cool. Das ist die Bewertung auf Shop-Ebene. Die zweite Möglichkeit ist, ein Produkt oder einzelne Produkte zu bewerten. Hier Teeshop, Online-Shop, wo ich eben sehe, okay, dieser Tee, also nicht der gesamte Shop, sondern nur dieser Tee wurde 6-mal bewertet mit 4,7 Sterne im Schnitt. Hier ein Shop, der ohne Bewertungen aufgebaut wurde. Das heißt, weder eine Shop-Bewertung noch eine Produktbewertung. Und der ist total süß und viel Energie. Wirklich ein toller Shop. Ich kenne auch die Agentur, eine sehr gute Agentur, die diesen Shop aufgebaut hat. Aber, also beurteilt es selbst, ich bin mir unsicher, ob ich kaufen würde. Ich weiß nicht, ob diese Produkte hochwertig sind oder Schrott. Und es könnte beides sein. Ich glaube, dass eben so ein Trusted Shop-Siegel oder die Bewertung hier massiv an Umsatz bringen würde. Nummer 2 sind ähnliche Produkte. Also immer wenn man in einem Webshop auf einem Einzelprodukt ist und sich jemand unsicher ist oder vielleicht noch weitere Produkte anschauen mag, helfen diese ähnlichen Produkte. Hier ein Beispiel von Dr. Ehrenberger. Hier geht es um Nahrungsergänzungsmittel und hier gibt es immer am Ende ganz klassisch ähnliche Produkte, die dazu passen. Umso besser die natürlich hier wirklich matchen mit dem Produkt, umso besser. App-Empfehlung ist auf Shopify Also Bought, ist ein Cross-Selling-Tool, das das eben sehr intelligent macht. Wenn du WordPress WooCommerce nutzt, dann empfehlen wir dir Boost Sales für WooCommerce. Das sind 2 Plugins, die wir dir da sehr empfehlen. Tipp Nummer 6. USB und die USB-Leiste im Header. Beim ersten Tipp habe ich gesagt, beobachte deine Konkurrenz, welche USBs diese kommunizieren. Wenn du deinen USB gefunden hast, dann solltest du den an allen Stellen kommunizieren. Aber was vor allem sehr, sehr cool ist, ist in solchen Announcement-Bars. Das sind diese Leisten, die ganz oben in deinem Webshop sind. Also ein Beispiel von einer Kundin von uns, moderaum.com, ein kleines Geschäft, also im Vergleich zu Zalando und Co. Und das ist natürlich schwierig, den USB, aber ich habe diesen USB mit ihr gar nicht erarbeitet, der war schon immer da. Wir kommunizieren es jetzt immer besser. Moderaum bietet nämlich kostenlosen Versand, Kauf auf Rechnung, hat tolle Outfits-Empfehlungen, tolle Produkte. Das haben vielleicht auch viele, aber kostenloser Versand, Kauf auf Rechnung ist das, was die meisten Shops nicht anbieten oder anbieten können. Was noch dazu kommt ist, sie kann die Ware meist zwischen 1 und 3 Tagen ist die bereits bei dir und macht fast 7 Tage die Woche Outfit-Beratung für dich. Das sind alles Features, die eben größere oder andere Stores im Moment oder nicht so viele anbieten und das ist einfach ein USB. Noch ein Beispiel für so eine Announcement-Bar ist Zalando. Die haben für sich herausgetestet, ich beobachte die ja schon sehr lange, wie ihr wisst. Kostenloser Versand und Rückversand ist so eines ihrer stärksten Argumente, plus in Kombination 30 Tage Rückgaberecht. Das kommunizieren sie überall und das ist eben durch so eine Announcement-Bar gelöst. Tipp Nummer 7 hat damit auch zu tun, und zwar gewisse Argumente sollten in der Nähe des Kaufbuttons platziert werden. Schauen wir uns das Beispiel bei Snox an. Snox hat unter dem Button mehr als 160 Mal in den letzten 2 Monaten gekauft, also so Social Proof. Aber kostenloser Versand, kostenlose Retouren und was für Zahlungsmittel gibt es. Und das gleich unter dem Kaufbutton. Hier könnte man aber nochmal seine USBs anführen. Also Beispiel wie gratis Versand in 1 bis 3 Tagen bei dir, whatever. Also das ist hier ganz, ganz gezielt positioniert. Tipp Nummer 8, Live-Chats. Live-Chats funktionieren bei Webshops total gut. Weil folgendes Problem. Was glaubst du, macht ein Website-Besucher, also ein potenzieller Kunde in deinem Webshop, der eine gewisse Info sucht, die aber nicht findet? Und ich denke, dass die Leute gehen. Sie surfen weiter, sie verlieren sich beim Mitbewerb. Der Mitbewerb ist immer nur einen Klick entfernt, das ist ja das Gemeine im Internet. Schauen sich vielleicht doch im Geschäft an, was auch immer. Chat ist die Möglichkeit, dass die Leute mit dir in Kontakt treten, und zwar das Live. Das muss man natürlich können, aber das kann der One-Man-Betrieb bis hin der 100-Mann-Betrieb. Die App, die wir da empfehlen, ist eben Tidio. Tidio ist eben eine App, die rechts unten eben aufpoppt, wenn man das möchte, oder links oder wo auch immer. Und wir setzen die eigentlich sehr, sehr oft ein und haben immer eine Erfahrung damit gemacht. Wir haben die Umsätze damit stark erhöht.
Tidio ist grundsätzlich kostenfrei. Unten haben wir den Link hinterlegt. Du kannst am Computer antworten, also im Web einfach anmelden oder am Handy sogar in einer App. Und wenn du dich ausloggst, ist dein Chat inaktiv. Das heißt, das funktioniert so sinngemäß wie WhatsApp. Den Link, den du unten in der Beschreibung hast, ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wir kriegen eine kleine Provision, wenn du diesen Link verwendest. Dich kostet es keinen Cent mehr. Und freue mich natürlich, wenn du uns auf diesem Wege so unterstützt. Der 9. Tipp ist das Thema Lieferkosten vermeiden bzw. Lieferdauer kommunizieren. Wir haben es vorhin bei Snog schon gesehen. Vermeide grundsätzlich Lieferkosten. Wir haben Dutzende Tests gemacht, es gibt auch mittlerweile hunderte Witze darüber. Die Leute hassen Lieferkosten, Versandkosten. Denke einfach an dich selber. Jeder kauft dann eigentlich bis zu diesem Level, wo es dann kostenfrei ist, also eine Lieferschwelle kannst du definieren natürlich. Aber beobachte dich einfach selber, zahlst du gern Versandkosten, brichst du vielleicht sogar deswegen ab, ist einer der Hauptgründe, warum Webshop-Besucher den Kauf nicht durchführen, sind zu hohe oder vorhandene Versandkosten. Die Lieferzeit ist aber genauso ein Thema. Wir haben es bei Snox gesehen, wir schauen uns ein zweites Beispiel an. Und zwar Dart Garage ist ein Beispiel von Philipp und einem unserer Mitarbeiter, der betreibt eben einen Dart-Shop und nutzt dieses Werkzeug perfekt. Beispiel Gramboarding, ein digitales Dartboard. Hier sieht man übrigens die USBs in der Nähe des Buttons und so weiter. Und hier steht Lieferung Mittwoch, 5. Januar oder Donnerstag, 6. Januar auf Lager. Also sprich, in 2 bis 3 Werktagen ist dieses Produkt bei mir. Genial. Philipp und Cenk sind unsere E-Commerce und Conversion-Spezialisten. Wenn du Unterstützung haben möchtest, mehr Umsatz zu generieren über deinen Webshop, dann sende uns eine Nachricht an office@etaps-digital.com. Wir setzen uns zu einem kostenfreien und unverbindlichen Erstgespräch einfach zusammen. Tipp Nummer 10. FAQ am Ende der Kategorieseiten oder Produktseiten hinzufügen. Das war das Thema vorher. Wenn ich eine gewisse Information nicht finde, dann verlasse ich den Webshop. Also auch in dem Beispiel schauen wir uns ein Snox-Beispiel an, die Retro-Socken. Das heißt, wir sind hier jetzt auf der Produktseite. Und wenn ich da ganz nach unten scrolle, dann habe ich eben hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Was ist der Unterschied zwischen hohen Sportsocken und den Tennissocken? Nur der Look oder dicker oder höher? Eine super Möglichkeit, um auf Fragen einzugehen, wenn sie einfach vorhanden sind. Natürlich über den Chat wäre das schöner gewesen zu lösen. Das hat Snox nicht. Wird es seine Gründe haben. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an, und zwar vom Hardlauer über Blutdruckmessgeräte. Da haben wir so eine Kategorieseite und da haben wir auch am Ende einen FAQ-Teil. Was für Geräte sind wichtig? Was ist das Beste für mich? Für zu Hause, am Oberarm oder am Handgelenk und so weiter. Also FAQ oder Blogartikel im unteren Bereich einer Kategorie macht einfach absolut Sinn. Tipp Nummer 11 ist der After-Checkout-Conversion fördern. Ganz witziges Thema. Wenn ein Kunde soeben gekauft hat, hat er sich für dich entschieden. Und du kannst den zu einem zweiten Kauf bewegen oder eben zur Weiterempfehlung motivieren. Und zwar, da gibt es eine sehr intelligente Shopify-App. Auf WooCommerce-Ebene kenne ich, die ist leider keine vergleichbare. Die App heißt Reconvert. Reconvert macht eben, dass wenn du den Checkout abgeschlossen hast, kommt so ein Pop-up oder du kannst es frei konfigurieren, dass in den nächsten 20 Minuten 25% auf alles gilt. Für dich selber oder zum Weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber manchmal sagt man, okay, na, das Produkt, das kaufe ich mal ein anderes Mal, ich probiere mal das. Wenn ich aber jetzt minus 25% habe, genau für 20 Minuten gültig, ist die Chance sehr hoch, dass ich doch einmal einen Kauf tätige tatsächlich. Tipp Nummer 12. A/B-Tests durchführen. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist einfach nicht mehr 100% bestimmbar. Das heißt, kein Profi der Welt kann herkommen und sagen, das ist so, sondern man muss es einfach durch Veränderung testen. Man verändert etwas, man schaut an, ob das vorher oder nachher besser ist. Dazu gibt es aber Tools. Und zwar auf WordPress WooCommerce-Ebene beginnen wir einmal, gibt es eben sowas wie das Plugin Nelio A/B-Testing. Wo du in Wahrheit definierst, okay, das ist Produkt A mit einem blauen Button, das ist Produkt A mit einem grünen Button. Also konfigurierst du das und lässt das eben für einen gewissen Zeitraum, weiß ich nicht, für 2-3 Wochen laufen und danach liefert dir dieses Plugin, welche der beiden Versionen hat zu mehr Conversion geführt. Und das bleibt. Und das kann man eben mit verschiedenen Tests, kann man auch verschiedene Tests gleichzeitig fahren und dadurch verbesserst du immer wieder deinen Shop, weil
Die beste Alternative bleibt und du kannst dir wieder was Neues überlegen. Gewinnt deine Änderung nicht, das heißt, ist die schlechter als zuvor, dann schaltest du wieder auf den normalen Standard zurück. In Shopify gibt es das natürlich auch. Dieses Plugin heißt Neat, also N-E-A-T, A/B-Testing, funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Kommen wir nun zur Zusammenfassung. Hier siehst du nochmal alle 12 Punkte aufgelistet. Das sind diese Basics, von denen ich gesprochen habe, die du auf jeden Fall optimieren kannst und solltest. Danach ist natürlich das Thema ständiges Testen und Verändern und das immer wieder diesen Prozess zu wiederholen. Du hast grundsätzlich 2 Stellschrauben, mehr Besucher auf den Online-Shop zu bringen oder eben mehr Besucher in Verkäufe zu verwandeln. Falls du weitere hilfreiche Conversion-Tipps hast, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar, dann werden wir den in den nächsten Videos gerne mit einbauen. Ich freue mich, dich bald wieder in einer unserer Videos begrüßen zu dürfen.